Millis wegen? Ja, aber wieso denn? Die Kleine macht gerade die schwierigste Zeit ihres Lebens durch. Wenn wir jetzt unsere Hochzeit vorbereiten, dann wird alles nur noch schwerer für sie. Glaubst du im Ernst, Milli hat etwas dagegen, dass wir heiraten? Nein. Es ist nur der falsche Zeitpunkt. Sollte eine Überraschung sein. Zu dumm, dass es keine gute war. Doch. Was? Schöne Blumen. Wir brauchen Wasser. Guten Morgen, Frank. Morgen. Ich gehe vor dem Frühstück noch schnell duschen. Ach, was soll's. In diesem Haus bleibt nichts geheim. Auch nicht ein gescheiterter Heiratsantrag. Bitte. Ja, ich weiß. Der falsche Zeit. Erika, ich halte meinen Antrag aufrecht. Danke. Ich liebe dich. Fast hätte ich vergessen, ich muss noch zu Nick das Werbekonzept abgeben. Stellst du die Blumen ins Wasser? Ja, mach ich. Bis später. Bis später. Checkst du das mal bitte? Ja, das ist ganz schön. Hier hakt's ein bisschen, guck mal. Du musst die Linie hier klarer kriegen, ja? Erika, was ist denn? Du bist ja völlig aus dem Häuschen. Schon gut. Es geht schon. Meine privaten Probleme haben auf der Arbeit nichts zu suchen. Verdrängen hilft aber auch nicht. Das ist wegen Arno. Das habe ich mir gedacht. Millie hat mir erzählt, dass Nick der Vater ihres Kindes ist. Ich kann mir denken, dass Arno nicht darüber erfreut ist. Er weiß es noch gar nicht. Genau da liegt mein Problem. Nina, ich fühle mich so hundeelend. Ich habe Arno sehr wehgetan. Na, gibt's Probleme? Ja, das Wasser läuft irgendwie nicht ab. Ach Mist, wieder mal der Abfluss. Ich kümmere mich drum. Du, wegen vorhin. Es tut mir leid, ich wollte nicht lauschen. Ach, natürlich nicht. Du hast ja einfach nur die Ohren zugehalten. Ich habe mitbekommen, dass Erika... Also, eine dumme Sache. Ja, kann man nicht anders sagen. Was willst du denn jetzt machen? Ein Werkzeug holen. Ja, aber ich werde abwarten. Du scheinst die Sache ja ganz locker zu nehmen. Gibt Schlimmeres. Arno, du bist enttäuscht, das merke ich doch. Es ist doch Quatsch. Für einen Heiratsantrag war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Falsches Timing, so sagt man doch. Ja? Kann Erika verstehen. Millie braucht im Moment ihre volle Aufmerksamkeit. Ja, das Werkzeug. Dann habe ich ihm die Blumen in die Hand gedrückt und bin weg. Du hast ihn einfach so stehen lassen? Ich musste gehen. Sonst hätte ich ihm den wahren Grund für meine Ablehnung noch gesagt. Aber du liebst ihn doch noch, oder? Ja, natürlich. Aber ich kann doch nicht Arno Liebe und Treue schwören und ihn gleichzeitig in Sachen Nick außen vor lassen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wenn ich mit Arno verheiratet bin, dann will ich alles mit ihm teilen. Ich will keine Geheimnisse vor ihm haben. Möchtest du denn in meiner Situation heiraten? Ich weiß nicht. Wie auch immer. Solange Millie mich bittet, Arno die Wahrheit zu verschweigen, muss ich eben zurückstecken. Unseren Jungunternehmer. Danke, Herr Kellner. Hallo. Hi, Nina. Na, machst du mir einen Kräutertee? Sehr wohl, die Dame. Bin ja gespannt, was dein geheimnisvoller Anruf zu bedeuten hat. Oder warum sollte Erika davon nichts wissen? Naja, es geht um Frau Sander. Beziehungsweise um ihr Werbekonzept für unser Geschäft. Was ist damit? Es gefällt uns nicht. Zumindest ist es nicht das Richtige für unseren Laden. Verstehe. Aber das traust du dich nicht, Erika direkt zu sagen. Bingo. Ich will nicht derjenige sein, der rummosert. Und Nick auch nicht. Immerhin hat sie es umsonst gemacht. Ein Heißgetränk, schöne Frau. Danke dir, Heino. Ja, aber was genau gefällt euch denn nicht an Erikas Arbeit? Sie hat die Zielgruppe verfehlt. Unsere Klientel, das sind anspruchsvolle, zahlungskräftige Leute. Oberschicht eben. Und sie hatte wohl eher Streetwear im Kopf. Ja, ich weiß, was du meinst.
Sehe ich auch so. Vielleicht habt ihr euch vorher nicht richtig abgesprochen. Kann sein. Ich will Erika auch gar nicht die Schuld geben, aber so kann es nicht bleiben. Und was habt ihr jetzt vor? Wir dachten, dass du vielleicht... Ich soll Erika sagen, dass euch das Konzept nicht gefällt. Genau das. Wenn wir hingehen, ist sie vielleicht sauer. Aber dir hört sie viel eher zu. Du kennst sie doch so gut. Das wäre echt nett von dir. Ich weiß nicht, ob ich euch da helfen kann. Bitte, versuch's doch mal. Was soll das heißen, mein Konzept ist schlecht? Nein, das behauptet doch niemand. Nick und Uli finden nur, dass es nicht ganz zu ihrem Laden passt. Was habe ich jetzt davon? Da lasse ich mich nach langem Bitten dazu erweichen, für die beiden was zu machen. Und dann sowas. Sicher lag's nur an der Abstimmung. Die Jungs wollen eine gehobene Käuferschicht ansprechen und das geht aus deinem Entwurf nicht hervor. Überraschungsreise. Nee, bei der Zielgruppe geht das wirklich nicht. Die Jungs haben recht. Der Entwurf ist nicht gut. Ich war wohl nicht richtig bei der Sache. Ich hab's zu schnell runtergeschrieben. Für einen Moment habe ich schon bereut, den Boten zu spielen. Genau. Warum sind Nick und Uli nicht selber gekommen? Sie haben sich nicht getraut. Und Nick sucht sowieso nicht gerade deine Nähe. Kannst dir ja denken, warum. Ich will im Moment auch nicht so viel mit ihm zu tun haben. Aber wenn ich mich nur mit Uli treffe, dann wundert der sich wieder, dass ich Nick aus dem Weg gehe und schöpft noch Verdacht. Klar, blöde Situation. Ich habe das Konzept nur Steffi zuliebe entwickelt. Am liebsten würde ich überhaupt nicht mehr dran arbeiten. Soll ich für dich einspringen? Das würdest du machen? Wenn du nichts dagegen hast? Nee, im Gegenteil, du tust mir einen großen Gefallen damit. Gut, dann fange ich doch gleich morgen damit an. Was ist jetzt dran? Wir haben den ganzen Keller leer geräumt. In einem Höllentempo. Er ist müde, er hat keine Kondition. Hallo, ihr zwei. Hallo, hi. Ich hätte Lust, essen zu gehen. Wir beide und Millie. Wie wär's? Du bist auch eingeladen. Danke, aber ich habe keine Zeit. Und ich habe keine Lust. Du, wir haben den ganzen Tag repariert, geräumt. Bin müde. Ich gehe hoch, duschen und leg mich dann hin. Willkommen im Fettnapf. Nach der Abfuhr heute Morgen hat Arno bestimmt keine Lust mehr auf Familie. Hat sie ihn sehr mitgenommen? Er hat mich gerade einen Freudentanz aufgeführt. Ich konnte nicht anders. Es geht mich zwar nichts an, aber jetzt, wo Millie nach München geht, da steht doch einer Heirat mit Arno eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Es geht dich tatsächlich nichts an, Frank. Aber solange Millie mich bittet, Arno außen vor zu lassen, kann und will ich ihn nicht heiraten. Ja, das kann ich ja verstehen. Ich brauche frische Luft. Wenn Arno nach mir fragt, ich bin spazieren. Ja, Erika hat sich zwar gewundert, dann aber doch eingesehen, dass ihr Konzept nicht ganz zum Stil eures Ladens passt. Also von Ärger keine Spur. Das ging ja noch mal gut. Danke, dass du mit ihr gesprochen hast. Ach, schon okay. Sie kann sich jetzt allerdings nicht mal um eure Promotion kümmern. Ja, dann ist sie also doch sauer auf uns. Nein, sie hat einfach keine Zeit. Wir ersticken in Aufträgen und überhaupt. Naja, auf jeden Fall entwerfe ich euch ein neues Konzept. Wenn es euch recht ist. Klar, super. Ja, und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann ruf uns einfach an. Erika hat ja eure Nummer, oder? Natürlich. Melde dich, wenn du deinen ersten Entwurf hast. Ich denke, so in ein paar Tagen. Okay, ciao, ihr beiden. Mach's gut und vielen, vielen Dank. Und wie sehe ich aus? Toll. Ich werde dich vermissen in München. Kommst du mich besuchen? Ja, mal sehen. Ich werde auch Arno und Mama vermissen. Aber die Hauptsache ist, dass Steffi und Nick nichts von dem Kind erfahren. Dann sind alle glücklich und zufrieden. Alle. Was ist denn los? Kannst du dir das wirklich nicht vorstellen? Millie, ich weiß ja, dass du momentan keinen Kopf für Probleme anderer hast. Ist was mit dir? Aber dass du hier eine Modenschau abziehst, nachdem Erika Arnos Heiratsantrag abgelehnt hat, das finde ich irgendwie voll daneben. Was? Arno hat Erika einen Antrag gemacht? Ach, das wusstest du noch gar nicht. Nein. Dann vergiss am besten sofort, was ich dir gerade gesagt habe. Von wegen. Jetzt will ich aber alles wissen.
Viel mehr gibt's da gar nicht zu erzählen. Du hast doch gerade gesagt, dass Erika Arno meinetwegen nicht heiraten kann oder will. Was heißt das? Erika ist einfach in einer blöden Situation. Sieh mal, du willst nicht, dass Arno rauskriegt, wer der Vater des Kindes ist. Und Erika will nicht, dass ihre Ehe mit einer Lüge beginnt. Deswegen wird sie Arno vorerst nicht heiraten. Ich mache echt alles nur kaputt, ne? Jetzt red dir nicht so ein Mist ein. Ist doch wahr. Ich muss unbedingt mit ihr reden. Hätte ich dir doch nie was davon erzählt. Ach, so ein Quatsch. Ich find's gut, dass ich jetzt alles weiß. Kann ich dich kurz sprechen? Sicher? Tut mir leid, wegen wohin, ich wollte dich nicht kränken. Du hast mich nicht gekränkt. Du warst einfach nicht in der Stimmung, essen zu gehen. Das kann ja mal vorkommen. Naja, ich war ein bisschen überempfindlich. Aber ich komme gerne auf deine Einladung zurück. Ehrlich? Ja, ich trage das Werkzeug in die Garage und dann bin ich gleich wieder da. Hallo, Schatz. Hallo, Mama. Wir gehen heute Abend essen. Worauf hast du Lust? Ich habe keinen Hunger. Fühlst du dich nicht gut? Ich will nicht zwischen Arno und dir stehen. Wie kommst du denn auf die Idee? Warum heiratest du ihn nicht? Doch bloß, weil du ihn meinetwegen belügen musst. Da musst du was völlig falsch verstanden haben. Woher weißt du das überhaupt? Ist doch auch egal. Von Frank, oder? Herrgott, wie kommt er dazu, dir so eine Geschichte zu erzählen? Reg dich nicht auf, er dachte, ich wüsste schon darüber Bescheid. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Mama, ich weiß ganz genau, dass du Arno nur aus Rücksicht auf mich nicht heiraten kannst. Weil du ihm nämlich nicht sagen kannst, wer der Vater des Kindes ist. Stimmt's? Jetzt hör mal genau zu, mein Kind. In unserer Familie sollten wir ein Problem nach dem anderen lösen und nicht alle gleichzeitig. Ich will aber nicht noch mehr Probleme verursachen. Du siehst es zu dramatisch. Ich finde nur, dass wir uns zuerst um dich und dein Baby kümmern sollten. Was wird aus eurer Heirat? Das hat doch Zeit. Arno und ich haben schon so lange ohne Trauschein zusammengelebt. Da kommt es doch auf einen Monat mehr oder weniger auch nicht mehr an. Wenn du meinst. Frank? Du bist ziemlich sauer auf mich. Ja, bin ich. Kannst du mir mal sagen, wie du dazu kommst, Millie Halbwahrheiten über Arno und mich zu erzählen? Und dem Kind dadurch auch noch Schuldgefühle einzureden? Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Millie von eurem Streit keine Ahnung hatte. Wir haben uns nicht gestritten. Wie kommst du überhaupt auf so etwas? Naja, Arno hat dir einen Heiratsantrag gemacht und du hast ihn abgelehnt. Ja und? Okay, dann war es eben kein Streit. Und selbst wenn, ist das immer noch unsere Angelegenheit und geht dich überhaupt nichts an. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass Millie davon weiß. Frank, ich sag dir das jetzt nur einmal. Die Probleme, die Arno und ich haben, sind ganz alleine unsere Sache. Mit wem wir darüber reden, das entscheiden ganz alleine wir und nicht du. Das war keine Absicht, Entschuldigung. Du weißt ganz genau, wie empfindlich Millie im Moment ist. Da ist es überhaupt nicht nötig, dass du sie noch mehr beunruhigst. Aber ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn wegen Millie deine Beziehung mit Arno den Bach runtergeht. Dass du dir Sorgen machst über Arno und mich. Das ist aber völlig unnötig. Manchmal muss man eben Prioritäten setzen. Und im Moment ist Millies Schwangerschaft am wichtigsten von allen. Habe ich verstanden. Na schön. Das ist gut so. Sonst kriegen wir beiden nämlich gewaltigen Ärger. Kann ich jetzt gehen? Frank, du brauchst dir jetzt gar nicht den Beleidigten zu spielen. Ich möchte nur, dass du begreifst, wo deine Grenzen sind, okay? Ja, habe ich längst begriffen. Gut. Also dann. Ich mache mir gerade einen Tee. Willst du auch einen? Ja, klar. Und du setzt dich jetzt gleich an die Entwürfe für Nick und Uli? Ja, und ich habe auch schon ein paar gute Ideen, die genial in ihr Konzept passen können. Hört sich vielversprechend an. Und danke dir nochmal, dass du dich drum kümmerst. Kein Problem. Ich bin ja froh, dass ich dir wenigstens das vom Hals halten kann. Sag mal, will Millie immer noch nicht, dass du Arno von Nick erzählst? Nein. Es ist alles so verfahren. Ich weiß nicht mehr, wem ich was sagen kann, ohne ihn zu verletzen oder etwas zu verraten. Und dann kommt auch noch Frank dazwischen. Ich mag den Jungen wirklich.
Aber im Moment benimmt er sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Kennst du das magische Zeichen? Nina, bitte sei mir nicht böse. Ja, du brauchst mal eine Pause. Und zwar dringend. Luftveränderung, du verstehst? Du hast sicher recht, aber wie stellst du dir das vor? In dieser Situation kann ich doch meine Familie unmöglich alleine lassen. Ich glaube, dass die ganz gut ohne dich klarkommen. Momentan kann ich mir das leider nicht vorstellen. Aber ich. Vorschlag. Du fährst endlich ins Wellness Center und ich begleite dich und halte allen Stress von dir ab. Was sagst du dazu? Ich akzeptiere nur ein Ja. Ach, Nina. Ach, Erika, du musst endlich mal an dich denken. Was hat deine Familie davon, wenn du einen Nervenzusammenbruch kriegst? Also, ja oder ja?